Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Reise unserer Gene ist eine faszinierende Einladung, die Geschichte der Menschheit aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Statt nur auf Töpfe, Werkzeuge und alte Texte zu schauen, folgt das Buch den molekularen Spuren, die unsere Vorfahren in ihren Knochen, Zähnen und in den Erregern hinterlassen haben, die sie begleiteten. Der renommierte Archäogenetiker Prof. Dr. Johannes Krause, Mitbegründer eines Forschungsfeldes, das die Vergangenheit mit der modernsten DNA-Technologie entschlüsselt, verbindet in diesem Werk verständlich erzählte Wissenschaft, packende Fallgeschichten und weitreichende Deutungen. Leserinnen und Leser reisen von den Ursprüngen des modernen Menschen in Afrika über die Begegnungen mit Neandertalern und Denisovanern bis zu den großen Umwälzungen durch Ackerbau, Metallzeiten und Pandemien. Dabei zeigt das Buch, wie Migration, Vermischung und Anpassung die Regel sind, nicht die Ausnahme. Es räumt auf mit Mythen über starre Identitäten und vermeintliche genetische Reinheit und erklärt, wie Klima, Krankheit und Kultur zusammen mit Genen den Lauf der Geschichte prägten. In klarer Sprache beschreibt Krause die Methoden, mit denen alte DNA gewonnen, datiert und ausgewertet wird, und illustriert die Ergebnisse an greifbaren Beispielen aus Europa, Asien und Afrika. So entsteht ein lebendiges Panorama einer Vergangenheit, die keine geschlossenen Schubladen kennt, sondern ein dichtes Netz von Wegen, Begegnungen und Überraschungen. Wer verstehen will, wer wir sind und woher wir kommen, findet hier einen fundierten, spannenden und zugleich ergebnisoffenen Überblick, der die großen Fragen unserer Zeit berührt. Was bedeutet Herkunft? Warum ziehen Menschen weiter und wie wirken Gene, Umwelt und Gesellschaft zusammen, um das zu formen, was wir Menschheitsgeschichte nennen? Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, aus Afrika in die Welt. Die ersten großen Wanderungen. Am Anfang der Erzählung steht der moderne Mensch in Afrika. Dort entwickelte sich über Hunderttausende von Jahren die größte genetische Vielfalt, die bis heute in afrikanischen Populationen sichtbar ist. Vor rund 60.000 bis 70.000 Jahren verließen einige Gruppen Afrika und bewegten sich entlang von Küstenrouten und Binnenkorridoren nach Westen und Osten. Dieses Herauswandern ging mit sogenannten Flaschenhälsen einher, also Phasen geringer effektiver Bevölkerung, die genetische Vielfalt reduzierten und die Verteilung von Merkmalen in den neuen Siedlungsräumen prägten. Anhand alter DNA lässt sich nachvollziehen, wie diese frühen Gruppen die arabische Halbinsel, Südasien, später Ostasien, Australien und schließlich Europa erreichten. Das Klima der Eiszeiten schuf Barrieren und Brücken zugleich. Während Kaltphasen zog sich die Vegetation zurück, Regionen wurden unbewohnbar, andere wurden zu Trittsteinen. Warme Zwischenzeiten erlaubten erneute Ausbreitung, die sich genetisch in wiederkehrenden Wellen zeigt. Für Europa ist gut belegt, dass spätpaläolithische Jäger und Sammler nach dem letzten glazialen Maximum aus refugialen Zonen in Südeuropa nach Norden vordrangen und die leeren Landschaften neu besiedelten. Ihre Profile unterscheiden sich genetisch deutlich von späteren Bevölkerungen, was den ersten großen Punkt des Buches illustriert. Wandel ist der Normalfall. Neben der großräumigen Bewegung erklärt Krause anschaulich, wie kulturelle Innovationen, etwa bessere Werkzeuge, Kleidung und soziale Netzwerke, das Überleben in harschen Klimata erleichterten und damit den genetischen Erfolg beeinflussten. Es ist kein eindimensionales Bild, in dem Gene Kultur oder Klima diktieren, sondern eine Wechselwirkung. Die Daten zeigen Wanderungen nicht als einzelne Züge, sondern als sich überlappende, über Jahrtausende währende Prozesse. Sie belegen auch, warum genetische Diversität außerhalb Afrikas geringer ist als innerhalb. Jede Auswanderungswelle nahm nur einen Ausschnitt der Gesamtheit mit. Diese frühen Kapitel lehren, Ursprung und Bewegung gemeinsam zu denken. Herkunft ist dabei kein fixer Punkt auf einer Karte, sondern eine Sequenz von Wegmarken, die sich aus Spuren im Erbgut rekonstruieren lässt. So öffnet das Buch den Blick für eine Vergangenheit, die durch Verbindungen geprägt ist, nicht durch Grenzen. Zweitens,
Begegnungen mit Neandertalern und Denisovanern. Vermischung statt Abgrenzung. Ein Kernstück des Buches ist die überraschend intime Geschichte unserer Begegnungen mit anderen Menschenformen. Neandertaler lebten über Hunderttausende von Jahren in Europa und Westasien, Denisovaner in Teilen Asiens. Lange nahm man an, moderne Menschen hätten diese Gruppen verdrängt. Alte DNA zeigt jedoch, dass es zwischen ihnen wiederholt zu Kontakten und Vermischungen kam. In den Genomen heutiger Menschen außerhalb Afrikas finden sich Anteile von Neandertalern, meist im niedrigen einstelligen Prozentbereich. In Populationen Ozeaniens und einiger asiatischer Regionen sind darüber hinaus Denisovan-Anteile nachweisbar. Das Buch erklärt, wie solche Signale identifiziert werden. Durch den Vergleich kurzer, charakteristischer Abschnitte uralter Genome mit denen lebender Menschen. Diese Abschnitte erzählen von Begegnungen an Kontaktzonen, wahrscheinlich mehrfach und zu verschiedenen Zeiten, etwa im Nahen Osten und in Eurasien. Wichtig ist nicht nur, dass Vermischung stattfand, sondern welche Folgen sie hatte. Einige eingebrachte Varianten scheinen adaptive Vorteile geboten zu haben, zum Beispiel in der Immunabwehr, in der Hautanpassung oder in Höhenanpassungen in Tibet. Andere Varianten wurden im Verlauf der Zeit wieder herausselektiert, weil sie nachteilig waren, was zu Lücken im Genom führt, sogenannten Depletion-Zonen, in denen neandertalische Sequenzen bei modernen Menschen selten sind. Krause bettet diese Befunde in ein breites Bild ein. Kleine, effektive Populationen der Neandertaler, klimatische Schwankungen, Ressourcenknappheit und die Ankunft einer neuen, flexiblen Gruppe mit weitreichenden Netzwerken wirkten zusammen. Anstatt einen heroischen Triumph zu erzählen, zeigt das Buch eine komplexe Mosaikgeschichte aus Austausch, Hybridisierung, Drift und Selektion. Es hinterfragt Vorstellungen klarer Artgrenzen und lädt dazu ein, Menschsein als Spektrum historischer Verwandtschaften zu sehen. Methodisch bietet das Kapitel Einblicke in Laborwege zur Gewinnung uralter DNA, in Kontaminationskontrolle und in statistische Modelle, die introgressierte Abschnitte sichtbar machen. Zugleich mahnt es zur Vorsicht vor Überinterpretation. Ein Prozentpunkt mehr oder weniger ist keine Schicksalszahl, sondern Teil einer langen, geteilten Vergangenheit. Die eigentliche Botschaft lautet, dass Vielfalt und Verbindung tiefer in unserer Geschichte wurzeln, als viele vermutet hatten, und dass kulturelle Unterschiede nicht als biologische Barrieren missverstanden werden sollten. Drittens. Vom Jäger zum Bauern und die Reiter der Steppe, Umwälzungen der Stein- und Bronzezeit. Kaum ein Abschnitt der Menschheitsgeschichte hat Europa so tiefgreifend verändert wie die neolithische Revolution und die späteren Bewegungen der Steppe. Das Buch zeichnet nach, wie frühe Bauern aus Anatolien vor rund 8.000 bis 9.000 Jahren mit domestizierten Pflanzen und Tieren über den Balkan und die Mittelmeerküsten nach Europa kamen. Alte Genome zeigen, dass sie sich nicht nur kulturell, sondern auch genetisch ausbreiteten. In weiten Teilen Europas wurden lokale Jäger und Sammler zunächst teilweise verdrängt, später kam es zu ausgedehnten Vermischungen. Archäogenetik und Archäologie ergänzen sich hier. Keramikstile und Siedlungsmuster korrespondieren mit genetischen Profilen. Mehrere Jahrtausende später folgt eine neue Welle aus den Steppengebieten nördlich des Schwarzen und Kaspischen Meeres, die mit der späten Kupfer- und Frühbronzezeit verbunden ist. Gruppen, die archäologisch mit Yamnaya und verwandten Kulturen beschrieben werden, brachten nicht nur neue Technologien und Mobilität, sondern hinterließen in weiten Teilen Europas deutliche genetische Signaturen, besonders auf den väterlichen Linien. Diese Veränderungen sind in vielen Regionen mit dem Aufkommen der Schnurkeramik und später mit der Glockenbecherkultur verknüpft. Das Buch diskutiert, dass solche Verschiebungen nicht als einfache Eroberungen zu deuten sind. Vielmehr treffen soziale Dynamiken, Epidemien, klimatische Ausschläge und neue Wirtschaftsweisen zusammen. Adaptive Merkmale wie Laktasepersistenz, also die Fähigkeit, Milchzucker auch im Erwachsenenalter zu verdauen, nehmen in dieser Zeit stark zu. Das passt zu einer Lebensweise, in der Viehzucht und Milchnutzung an Bedeutung gewannen. Ebenso verändern sich Haut- und Augenfarbvarianten im Frequenzspektrum, möglicherweise als Reaktion auf Lichtverhältnisse,
Ernährung und Krankheitsdruck. Interessant ist auch die in einigen Regionen dokumentierte starke Verschiebung in männlichen Linien, die auf neue Formen sozialer Organisation oder auf demografische Schocks hindeuten könnte. Krause betont die Vorsicht bei sprachlichen Zuordnungen. Zwar sprechen einige Muster für eine Verbreitung indoeuropäischer Sprachen im Zusammenhang mit Steppenexpansion, doch sind Gene, Dinge und Worte keine Deckungsgleichheit. Isotopenanalysen, Siedlungsketten und Bestattungsrituale werden herangezogen, um ein mehrdimensionales Bild zu zeichnen. Das Ergebnis ist eine Erzählung, in der Europa nicht statisch war, sondern Bühne mehrerer, ineinandergreifender Transformationen, die unsere genetische Landschaft bis heute prägen. Dieser Blick relativiert moderne Selbstbilder und macht deutlich, wie vielschichtig Herkunft im Lichte von Jahrtausenden des Austauschs ist. 4. Seuchen als heimliche Architekten der Geschichte, von der Bronzezeitpest bis zur Neuzeit. Ein besonderes Markenzeichen der Forschung von Johannes Krause ist die Rekonstruktion uralter Erregergenome. Das Buch zeigt eindrucksvoll, wie Krankheiten historische Prozesse antreiben. Die Pest, ausgelöst durch das Bakterium Yersinia pestis, ist dafür das ikonische Beispiel. Ihre Spuren finden sich nicht erst im Mittelalter, sondern bereits in der Bronzezeit. Alte DNA aus Zähnen und Knochen hat belegt, dass frühe Pestlinien in Eurasien zirkulierten und möglicherweise mit Mobilität und sozialen Umbrüchen verwoben waren. Spätere Pandemien wie die Justinianische Pest und der Schwarze Tod reduzierten die Bevölkerung Europas dramatisch, veränderten Wirtschaftsstrukturen, beschleunigten soziale und technologische Wandlungen und setzten genetische Selektionsprozesse in Gang. Bestimmte Varianten in Genen der Immunantwort gewannen an Häufigkeit, andere verschwanden. Das Buch vermittelt, wie solche Signaturen in den Genomen lebender Menschen und in den rekonstruierten Sequenzen der Erreger sichtbar werden. Es geht über die Pest hinaus. Lepra, Tuberkulose und Pocken, aber auch Zoonosen im weiteren Sinn, spiegeln die enge Verschränkung von Urbanisierung, Tierhaltung, Fernhandel und Krieg. Mit der Verdichtung von Siedlungen, dem Aufkommen großer Handelskorridore und der wachsenden Vernetzung stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Keime weite Distanzen überwanden. Archäogenetik macht diese Dynamiken greifbar, indem sie die Stammbäume der Erreger mit menschlichen Wanderungen vergleicht. Daraus entsteht kein deterministisches Bild, in dem Krankheit allein die Geschichte lenkt. Vielmehr zeigen die Daten ein Rückkopplungssystem. Seuchen beeinflussen demografische und kulturelle Prozesse. Diese verändern wiederum die Bedingungen für Erreger. Das Buch betont zudem Lehren für die Gegenwart. Die Rekonstruktion alter Pandemien schärft den Blick für die Evolution von Virulenz und Resistenz und für die Bedeutung von Hygiene, Mobilitätsmustern und sozialer Ungleichheit. Ein informierter Blick auf vergangene Krisen hilft, moderne Ausbrüche einzuordnen, ohne vorschnelle Parallelen zu ziehen. Auf methodischer Ebene lernt man, wie winzige DNA-Fragmente in Massengräbern oder Einzelgräbern Erstaunliches verraten und warum strenge Laborstandards, Bioinformatik und interdisziplinäre Zusammenarbeit unabdingbar sind. Insgesamt macht dieses Kapitel verständlich, dass Krankheit nicht bloß Randthema ist, sondern ein zentraler, oft unterschätzter Motor der Menschheitsgeschichte. Schließlich Gene, Identität und Verantwortung. Was uns Archäogenetik wirklich sagt. Im letzten großen Themenblock wendet sich das Buch der Gegenwart zu. Was bedeuten die genetischen Befunde für unser Bild von Identität, Nation und Herkunft? Krause argumentiert nüchtern und klar gegen genetischen Essentialismus. Alte DNA zeigt, dass nahezu alle heute lebenden Gruppen das Ergebnis wiederholter Vermischungen sind. Reine Linien sind ein Mythos. Migration ist seit jeher Bestandteil menschlicher Existenz und nicht die Ausnahme. Diese Einsichten stehen im Kontrast zu politischen Erzählungen, die starre Grenzen zwischen wir und den anderen bemühen. Das Buch liefert Werkzeuge, um solche Aussagen kritisch zu prüfen. Es erklärt, dass genetische Nähe nichts über Kultur, Sprache, Werte oder individuelle Fähigkeiten aussagt. Gene beschreiben Prozesse, keine Werturteile.
Ebenso warnt es vor einem naiven Umgang mit kommerziellen Abstammungstests. Diese können einzelne Facetten beleuchten, liefern aber keine präzisen Landkarten der Identität. Stichprobenauswahl, Referenzdaten und statistische Modelle beeinflussen die Ergebnisse. Archäogenetik ist ein mächtiges Instrument, doch ihre Deutung verlangt Kontext. Archäologie, Geschichtswissenschaft, Linguistik, Anthropologie. Verantwortung ist auch eine praktische Frage. Der Umgang mit menschlichen Überresten erfordert Respekt, rechtliche Klarheit und Zusammenarbeit mit betroffenen Gemeinschaften. Themen wie Datenzugang, Privatsphäre und Repatriierung werden nicht ausgespart. Krause plädiert für transparente Standards und für eine Forschung, die zuhört und nicht nur nimmt. Gleichzeitig zeigt er den gesellschaftlichen Gewinn. Wer versteht, dass Vermischung Normalität ist, kann differenzierter über Integration, Zugehörigkeit und Vielfalt sprechen. Für Bildung und öffentliche Debatten bietet das Buch anschauliche Narrative, die Komplexität nicht simplifizieren, sondern verständlich machen. Aus dieser Perspektive wird auch deutlich, warum genetische Befunde nie isoliert gelesen werden sollten. Ein Skelett liefert Hinweise, aber erst im Verbund mit Datierung, Fundkontext, Isotopen und historischen Quellen entsteht ein belastbares Bild. Die Stärke des Buches liegt darin, diese Verzahnung greifbar zu machen. Es liefert keine einfachen Wahrheiten, sondern robuste Orientierungsmarken. Offenheit für Evidenz, Vorsicht vor Überdehnung und Respekt vor den Menschen, deren Spuren wir erforschen. So zeigt sich, dass Archäogenetik nicht nur rückwärtsgewandt ist, sondern hilft, Gegenwartsfragen klüger zu verhandeln. Zusammenfassend: Dieses Buch sollte jede und jeder lesen, der sich für die großen Linien der Menschheitsgeschichte interessiert und wissen will, wie moderne Wissenschaft verborgene Kapitel unserer Vergangenheit öffnet. Besonders lohnend ist es für neugierige Laien, Studierende in den Geistes- und Naturwissenschaften, Lehrkräfte, Journalistinnen und Journalisten sowie für Menschen, die in Politik und Kulturvermittlung an Debatten über Migration, Identität und gesellschaftlichen Wandel beteiligt sind. Der Nutzen für das eigene Leben liegt in mehreren Ebenen. Erstens schärft das Buch das Verständnis dafür, dass Veränderung, Mobilität und Vermischung die Grundmuster menschlicher Geschichte sind. Wer das begreift, gewinnt Gelassenheit gegenüber dem Wandel der Gegenwart und kann populistische Vereinfachungen besser einordnen. Zweitens vermittelt es wissenschaftliche Urteilskraft. Man lernt, wie Evidenz entsteht, welche Grenzen Methoden haben und warum interdisziplinäre Perspektiven verlässlicher sind als monokausale Erklärungen. Dieses Rüstzeug ist in einer Zeit der Informationsfülle Gold wert. Drittens öffnet das Buch den Blick für Gesundheitsthemen. Die Lektionen aus vergangenen Pandemien helfen, heutige Risiken nüchtern zu bewerten und irrationalen Ängsten oder falscher Sicherheit entgegenzuwirken. Warum dieses Buch und nicht ein anderes? Weil hier ein Pionier der Archäogenetik selbst schreibt und zusammen mit einem erfahrenen Wissenschaftsjournalisten komplexe Befunde klar, anschaulich und ohne sensationelle Zuspitzung erklärt. Die Auswahl der Fallstudien ist breit, die Argumentation differenziert, die Verbindung von Genen, Archäologie und Geschichte vorbildlich. Es ist weder ein reines Sachbuch für Spezialisten noch eine oberflächliche Populärwissenschaft, sondern eine Brücke zwischen Labor, Grabungsfeld und gesellschaftlicher Diskussion. Wer eine fundierte, aktuelle und verantwortungsbewusste Einführung in die Reise unserer Gene sucht, wird hier fündig und erhält zugleich ein Vokabular, um die Gegenwart reflektierter zu deuten. Deshalb ist dieses Buch eine bessere Investition als Alternativen, die entweder verkürzen, übertreiben oder einseitig erzählen. Wenn Sie unterstützen möchten: Professor Dr. Johannes Krause, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.